Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen beim neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder, ja was heißt wieder, nach längerer Zeit mal jetzt, nach der Season, wieder vorm Supermarkt. Ich dachte mir heute, ihr wisst ja, ich habe ja eine Reihe von Einkaufsvideos, ob es ein Proteineinkauf ist, ob es eine Darmgesundheit ist, was auch immer, haben wir mehrere Kategorien. Heute dachte ich mir, nehmen wir mal die Kohlenhydrate vor. Hauptenergiequelle, für mich auch sehr, sehr essentiell, ob es im Training ist, im Alltag ist, um einfach leistungsfähig zu sein. Ich will euch einfach heute mal nicht sehr kompliziert, weil man kann in die Materie mal sehr kompliziert reingehen, trotzdem ein paar Sachen mitgeben, ein paar Mythen entlarven, die es immer noch so gibt bezüglich Kohlenhydrate und einfach mal meine Lieblingskohlenhydrate euch zeigen, warum ich sie benutze, wann ich sie benutze. Ich wünsche euch viel Spaß, holt euch einen Zettel raus. Super Tennis. Achso, bevor wir reingehen, habt ihr noch mal 3 Sekunden Zeit, um den Kanal zu abonnieren und was Cooles in die Kommentare zu schreiben. Super. Achso, nein, warte. Let's go. So, ich freue mich immer schon, wenn man reinkommt, direkt erstmal die Obstabteilung zu sehen, weil ohne Obst geht bei mir gar nichts. Liebe Grüße hier an Ben's Biomarkt. Hier haben wir wirklich, das ist einer der Supermärkte, wo wir, also es ist keine bezahlte Werbung oder so, aber das ist einer der einzigen Supermärkte, wo wir wirklich ohne Probleme einfach Drehgenehmigung bekommen haben, reinlaufen können, aufnehmen können. Natürlich achten wir darauf, dass keine Gäste, die auch einkaufen wollen, genervt werden, aber Supersens, feiern wir sehr. Alltime-Klassiker, wir fangen natürlich direkt mit den Basics an. Banane. Ist bei mir eigentlich immer so vor dem Training, beim Training, sogar manchmal sogar kurz nach dem Training, auch durch das Kalium und sowas enthalten ist. Super gesund für die Muskulatur und gibt dem Körper schnelle Energie, um einfach leistungsfähig zu sein. Bei Banane finde ich geil, dass es nicht so schwer im Magen liegt. Es ist einfach jederzeit gesnackt. Ich glaube, braucht man nicht viel dazu sagen, oder? Einfach hier ein bisschen, was ich auch sehr gerne mag, zum Beispiel die Sachen noch ein bisschen besser zu toppen. Einfach noch mit Meersalz, habt ihr noch Elektrolyte mit drin und ein bisschen mit Honig. Habt ihr süß-salzige, perfekte Sache. Banane ist bei mir immer mit dabei. Also Obst ist bei mir immer so ein Snack-Ding, so zwischendurch. Esse ich aber auch sehr gerne einfach so vom Training so, weil Obst bei mir einfach nicht schwer im Magen liegt. Ihr müsst euch eine Sache mal denken, auch wenn jetzt manche Sachen hier sind ja eher so kurzkettige Kohlenhydrate, manche sind langkettige Kohlenhydrate. Am Ende müsst ihr euch immer denken, was liegt bei mir nicht so schwer im Magen und was komme ich am besten klar. Das ist bei jedem auch nochmal individuell. Aber dazu kommen wir gleich. Kommen wir direkt so zu Haferflocken und sowas. Haferflocken würde ich jetzt per se als langkettige Kohlenhydrate verwenden, weil durch die Ballaststoffe dauert länger einfach, um der Körper das zu verarbeiten. Es liegt aber an den Ballaststoffen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt Instant Oats nimmt oder Hafermehl nimmt, ihr müsst euch eine Sache denken. Merkt, das ist eine Grundregel, die ihr euch ganz einfach merken könnt. Umso verarbeiteter die Kohlenhydratquelle ist, umso leichter, verdaulicher ist es für dich. Das heißt, wenn du hart gekochte Kartoffeln isst, wird dein Magen damit länger brauchen, als wenn du zum Beispiel Kartoffelpüree benutzt oder Kartoffelmehlpulver. So, das könnt ihr euch ungefähr denken. Also das heißt, bei Haferflocken sind die normalen Haferflocken, die Kleinblatt. Zum Beispiel Kleinblatt ist auch nochmal etwas weniger verdaulicher als die Großblatt. Checkt ihr, was ich meine? Also so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Apfel isst, durch das Kauen, durch die ganzen Enzyme, die noch da drin enthalten sind, braucht der Magen länger zu verdauen, als wenn ihr jetzt Apfelmus löffelt. Checkt ihr? Geht schneller ins Blut und habt schneller Energie. Haferflocken sind bei mir ein Must-Have. Benutze ich sehr gerne zum Frühstück. Einfach so ungefähr so 2 Stunden oder so 1,5 Stunden vorm Training. Einfach auch mit Banane, ein bisschen mit Whey etc. Dann ist eine super Sache. Also Dinkelflocken ist eigentlich genau das Gleiche. Müsst ihr einfach nur gucken, was ihr dann besser verträgt. Meistens hat es dann vielleicht im Gegensatz zu den Haferflocken, von den Ballaststoffen nimmt sich eigentlich auch nichts. Das hat 10 Gramm, das hat 9,7 Gramm. Dinkelflocken sind wahrscheinlich noch ein bisschen länger verdaulicher, weil es noch ein bisschen mehr Eiweiß hat. Eiweiß streckt die Sache natürlich auch nochmal, aber sonst, ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Da könnt ihr einfach gucken, was euch am besten geschmeckt und womit ihr am besten klarkommt. Cornflakes haben wir in meiner Season oft eingesetzt, habt ihr gesehen. Ich komme damit sehr gut klar, weil es einfach wenig Fettanteil hat, relativ wenig Eiweiß, oder die haben sogar viel Eiweiß. Normalerweise haben die eigentlich wenig, aber das liegt, glaube ich, daran, weil die aus Dinkel sind. Aber wenn ihr jetzt normale Cornflakes nimmt, haben die eigentlich relativ wenig Eiweiß, wenig Fett und viel Kohlenhydrate durch den Zucker und so mit drin haben. Eine Sache könnt ihr euch auch merken, umso weniger Fett verlangsamt die Verdauung auch. Also das ist auch der Grund, warum Haferflocken etwas länger verdaut werden als normale Cornflakes. Deswegen habe ich das immer lieber bevorzugt. Auf der Challenge geht schnell runter, viel Zucker drin, geht direkt ins Blut, dann sozusagen direkt ein Insulinanstieg. Der Blutzucker geht hoch und ihr fühlt euch energiegeladen. Kann natürlich sein, dass der Blutzuckerspiegel dann
schneller sinkt und nicht konstanter bleibt wie bei Vollkornprodukten oder sowas. Aber das ist bei der Sache zum Beispiel in der Challenge ja nicht nötig gewesen, weil ich die ganze Zeit essen musste. Von daher wollten wir das immer so oben halten wie möglich. Also das ist so bei den Cereals, was ich so am meisten benutze und eigentlich täglich in meinem Gebrauch mit dabei ist. Falls man jetzt nochmal so vor dem Training oder bei der Belastung einfach nochmal so Energie braucht, sind auch sowas wie Datteln zum Beispiel sehr gut. Oder allgemein so Maltodextrinpulver, Dextrosepulver und diese ganzen Sportgels. Kennt ihr diese Kohlenhydratgels? Und Gummibärchen Würmer, 7! Gummibärchen. Ist einfach Zucker, geht direkt ins Blut und der Körper kann das direkt verwerten. Deswegen habe ich das natürlich auch so oft wie möglich benutzt in der Season. Immer als Vergleich bin ich auch immer ein Fan von einfach, ja, das irgendwie so 15 Minuten vorm Training oder so, halbe Stunde vorm Training. Dann habt ihr eigentlich eine gute Base, mit was ihr arbeiten könnt. Auch sowas wie getrocknete Mangos und so. Da sieht man jetzt auch wieder, die gehen noch schneller ins Blut, weil die halt verarbeitet sind, was ich zu euch meinte. Weil wenn ihr zum Beispiel sehr reife Bananen nehmt, Datteln, Feigen, das sind immer so eigentlich gute Pre-Workout-Sachen, die ihr vom Training einfach essen könnt, um schnell Energie zu bekommen. Eine Sache will ich auch noch sagen, was ich immer wieder höre. Ich weiß nicht, ob das in der älteren Generation noch so ein bisschen verankert ist und das dann so ein bisschen in die Kinder rüberschwappt, also in die jüngere Generation, oder ob das immer noch ein Mythos ist. Kohlenhydrate machen nicht dick. Das könnt ihr schon mal direkt aus dem Kopf streichen. Ich höre immer noch so dieses, hä, Arda, du isst Nudeln? Oder hä, du singst? So, weil ich dann vielleicht ein bisschen leaner bin, denken die dann so, Nudeln und lean sein passt nicht zueinander. Das ist ganz großer Quatsch. Am Ende kommt es immer auf den Gesamtbedarf der Energie an, die ihr zuwendet, also über Kalorienüberschuss oder Defizit. Aber isst Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind wichtig für euer Gehirn, für die Gehirnfunktion, für allgemein für die Muskulatur, um einfach Power zu haben. Außer ihr verfolgt natürlich irgendwie eine ketogene Diät. Also wenn ihr wirklich ketogen lebt, über einen längeren Zeitraum, sage ich, wenn es für euch funktioniert, super. Wenn ihr aber irgendwie nur ein paar Tage ab und zu mal in der Woche sagt, ich verzichte jetzt auf Kohlenhydrate, weil ich irgendwie abnehmen will und das ist eigentlich kein Keto, ich mache jetzt heute einen Keto-Tag, ist Quatsch. So, versucht euch schon irgendwie so eine bestimmte Linie zu fahren, dann habt ihr langfristig auch die besten Erfolge. Wovon ich aber ein großer Fan bin, eigentlich schon, wenn zum Beispiel jetzt Leute zu mir kommen und sagen, ey, ich möchte irgendwie abnehmen und die sind sehr übergewichtig Menschen, die wollen abnehmen, kann man schon am Anfang zum Beispiel auf Kohlenhydrate verzichten, also die erste Zeit sehr auf Kohlenhydrate verzichten, dass der Körper erstmal das ganze Wasser lässt, weil du dann einen krasseren Drop hast auf der Waage. So, das kann bei vielen psychologisch nochmal so Motivationschip geben. Aber da geht es für mich nur um die Psychologie, gar nicht darum, dass es jetzt irgendwie dann mehr Fett verliert oder so, sondern es geht einfach nur um diesen Motivationsschub mitzunehmen. Weil Kohlenhydrate binden auch immer Wasser. So 1 Gramm Kohlenhydrat bindet immer so 1 Gramm Wasser mit dazu. Das ist so der Punkt, warum, wenn man zum Beispiel dann irgendwie mal 3-4 Tage gar keine Kohlenhydrate nimmt, man dann mehr pinkelt, die Glykogenspeicher leer werden und du dann sozusagen leicht auf der Waage bist. Das hat aber nicht damit zu tun, dass du dann Fett verloren hast, sondern eher an Flüssigkeit. Den Fettreduktion machst du dann halt durch die längere Zeit durch ein Kaloriendefizit. Oder ich bin am Labern wie ein Wasserfall. Aber das sind so manche Sachen, die ich immer so wirklich tagtäglich so von meinem Umfeld oder so von Leuten so aus der Familie und so immer noch so höre, so, nee, Brot darf man nicht essen, Nudeln darf man nicht essen, das macht dick, das macht dick. Das ist voll irgendwie noch bei sehr vielen Menschen irgendwie so verankert. Und das möchte ich auf jeden Fall lösen. Das ist Quatsch. So Leute, wenn es mal schnell gehen muss und ihr habt nicht viel Zeit, Prep My Meal, super Sache, perfekt, um im Alltag schnell super Mahlzeiten zu haben. Ich benutze immer gerne die Athlete Lines, die haben super Nährwerte, auch perfekter Salzgehalt. Hier haben wir 50 Gramm Eiweiß. Die Schalengerichte sind auch halal. Gibt es aber auch viele vegetarische, vegane Varianten. Einfach hier aufreißen, 7 bis 8 Minuten in die Mikrowelle. Und ihr habt eine super Mahlzeit. Oh. Läuft. Dann kommen wir gleich zum Taste-Test. Super. Super. So. Hier haben wir schön Rindfleisch, Reis, Bohnen. Perfekte Mahlzeit für zwischendurch, um die Makros zu decken und gut versorgt zu sein. Super. Checkt's gerne aus, Link ist in der Bio. Mit meinem Code könnt ihr mal maximal sparen. Spaces. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Kommen wir zum Brot. Ja, da ist eigentlich die gleiche. Was ist vorbei? Alles gut. Sorry. Da ist eigentlich auch die gleiche Devise. Umso mehr Ballaststoffe ihr dabei habt, umso mehr braucht der Körper das eigentlich auch zu verdauen. Ich dachte damals, dass zum Beispiel Vollkornprodukte langkettiger sind als Weizenprodukte. Jetzt habe ich mich ein bisschen noch mehr damit gelesen. Es ist
minimal, also es ist gar nicht mehr so krass der Unterschied, dass der glykämische Index so einen Unterschied hat. Von der Verfügbarkeit ist meistens einfach nur, dass es dann länger verdaut werden muss, weil er halt dann durch die Ballaststoffe, dass einfach der Magen länger braucht, um es zu spalten. Deswegen da würde ich einfach zum Beispiel vorm Training ganz einfach weiße Toast, weißes Brot, also so Brötchen oder sowas. Und also das zum Beispiel kurz vor dem Training mit Marmelade. Auch wieder kurzkettige, also Zucker einfach mit Honig oder mit Banane und drauf Honig etc. Das sind so kleine Snacks, die man vorm Training schnell essen kann. Reiswaffeln, auch sehr schnell verfügbar, geht auch direkt relativ schnell ins Blut. Schneller als wenn ihr zum Beispiel mit Kichererbsen nimmt. Da ist dann wieder zu viel Eiweiß mit drin und mehr Ballaststoffe, deswegen dauert es dann etwas länger. Ihr merkt schon so das System, wie sich das so fügt übereinander. Dann über den Tag verteilt, so nach dem Training. Gerne auch mal Vollkorn, Dinkel, Sauerteigbrot, wo ich dann weiß, ich habe jetzt erstmal eine längere Zeit nichts und der Magen kann dann erstmal damit sich vergnügen. Würde man sagen, dass man da auch noch ein bisschen mehr so sekundäre Stoffe drin hat, so Vitamine, Dings, ist natürlich bei Vollkorn ein bisschen mehr, ne? 100%. Guter Einwand. Natürlich geht es nicht immer nur darum, um schnell Energie zu bekommen und einfach jetzt Kohlenhydrat. Es ist manchmal in der Sportdings ist es meistens sehr stumpf immer gesehen so. Hauptsache Energie in den Körper und einfach rauspacken. Aber für die Allgemeinheit ist es auch schon wichtig, dass man zum Beispiel, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, ey Arda, der jetzt 3-4 Mal die Woche zum Sport geht, 3 Mal die Woche zum Sport geht und möchte einen gesunden Lifestyle haben, möchte sich gut fühlen in seinem Körper und möchte sich gesund ernähren, dann würde ich sagen, greif schon gerne dann nicht eher zu den Gummibärchen, sondern greif dann eher zu Datteln. Hast du noch mal ein paar mehr Ballaststoffe drin, ein paar andere Vitamine etc. Wenn du jetzt aber sagst, ey, du möchtest dich auf einen Marathon vorbereiten, du hast Intervalle mit dabei und das ist alles etwas so ein bisschen anspruchsvoller und etwas mehr so da drinne, dann kannst du auch Gels zu dir nehmen, Gummibärchen essen. Das heißt jetzt, du kannst auch so Gummibärchen essen. Ich will das nicht differenzieren, aber ich glaube, ihr versteht schon. Ich würde jetzt nicht zu jemandem sagen, der ins Gym geht und sagt, ey, ich gehe jetzt abends nach der Arbeit, nach dem Feierabend ins Gym, möchte mich nochmal auspowern, dann sage ich, nimm nicht noch ein Kohlenhydratgel davor zu dir. Wozu? Verstehst du? So, aber wenn du jetzt einen Lauf machst, einen Run machst, einen längeren Run machen willst oder so, dann macht ein Kohlenhydratgel schon Sinn. Es kommt immer darauf an, wie viel Energie du verbrauchst und wie viel du dann wieder zunehmen willst, weil wenn du jetzt sagst, ey, ich esse jetzt auch davor Gummibärchen und Gels und was auch immer und du schwitzt machst vielleicht 3 Übungen, du willst ja auch was verbrennen, du willst ja abnehmen. Weißt du, das ist immer diese Mathematik, die man sich im Kopf dann machen muss. Ey, dieses Thema ist so komplex, ich rede mir einen ab, ist ja crazy. Aber ich hoffe, das ist gut verständlich. Komplexe Kohlenhydrate. Komplexe Kohlenhydrate. Aber war das verständlich? Oder ist schon sehr durcheinander? Also ich glaube, man sollte sich bewusst machen, dass Sachen funktional gesehen werden können, aber auch halt gesundheitlich. Also super. Es gibt einmal funktional und einmal allgemein für die Gesundheit, so, was auch wichtig ist. Und ich finde, man sollte so diesen guten Mix finden und für sich dann am Ende gucken, in welchen Kalorien man wo ist, etc., um dann die entsprechenden Ziele zu erreichen, die man halt erreichen will. Ganz einfach. Aber es geht ja auch nicht immer nur um Abnehmen oder Zunehmen, sondern es geht einfach manchmal einfach um leistungsfähig zu sein. Genau. Checkst du das? Ja. Und dann gibt es einfach bestimmte Lebensmittel, die einfach da mehr Sinn haben, als dann eventuell vielleicht die gesündere Variante. Weil du einfach leistungsfähig sein willst. Es gibt sogar Leute, die im Marathon oder beim Radfahren, die kippen sich einfach Rohrzucker ins Wasser und trinken das. Also oder auch so Triathleten, die Öl trinken oder so, einfach um auf die Kalorien zu kommen. Ne? So, da verstehst du, da geht es ja gar nicht darum jetzt das ist gesund und nicht so. Es geht einfach nur um die Funktionalität, das bringt mir das jetzt und das ist das einzig Wichtige. Ich bin auch nicht immer ein Fan davon, Sachen immer so krass abstrakt voneinander zu trennen. So, das ist gesund und das ist nicht gesund. So, das ist so und das ist so. So, ich finde, das ist voll der falsche Ansatz, an Sachen heranzugehen. So, dann gibt es natürlich noch so die Pseudogetreide-Ecke, so wie Quinoa, Buchweizen etc. Die haben meistens kein Gluten. Also falls ihr eine Glutenunverträglichkeit habt, sind das eigentlich immer so die guten Alternativen. Buchweizen zum Beispiel bin ich auch ein Riesenfan davon. Ich mag so diesen nussigen Geschmack. Das ist eine geile Alternative. Da könnt ihr einfach auch gucken. Also die sind eher langkettiger. So, der Körper braucht einfach damit länger, der Magen braucht das einfach länger zu verarbeiten. Deswegen ist das immer eine super Alternative, so nach dem Training, einfach über den Tag halt Abendessen, wann auch immer. Aber ich würde mir jetzt nicht eine Buchweizenbowl, ich persönlich jetzt nicht kurz vorm Training reinpfeifen. Da würde ich eher dann vielleicht so auf Rice Pudding, Reismehl. Ihr merkt wieder, was ich am Anfang gesagt habe. Warum jetzt nicht normalen Reis? Könnte man auch nehmen. Aber Reismehl ist noch verarbeiteter, kann noch schneller ins Blut gehen und noch schneller verfügbar. Normalen Reis etc. brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Weißer Reis könnt ihr natürlich, also ist einfach, hier zum Beispiel Risotto-Reis, ist ein bisschen schlotziger, auch so Milchreis. Milchreis bin ich noch ein Fan davon, weil es noch ein bisschen so schlotziger ist, so ein bisschen cremiger.
liegt bei mir auch nicht so schwer im Magen. Also könnte ich zum Beispiel, das könnte ich auch, würde ich eher nehmen vor dem Training als normalen Reis, so Milchreis. Genau, sonst normalen Reis hat auch einen großen hohen glykämischen Index. Vollkornreis, rote Linsen und sowas. Oh, Sushi-Reis, auch super, sehr schlotzig. Auch schnell verfügbar. So Linsen und Bohnen haben ja auch Kohlenhydrate, darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja auch nicht nur Eiweiß. 100%. Da ist aber halt dieses, halt wieder durch diese vielen Ballaststoffe und sowas. Also bei mir ist immer so, wenn ich so viele rote Linsen esse, ich furze mal hin ab. Nix. Rote Linsen? Ja, also ich weiß nicht warum. Also ich liebe es übertrieben, ich mag es sehr. So rote Linsensalat, so ein bisschen Salat, aber wenn ich so Übermengen davon esse, auch so bei Berglinsen oder so Bohnen und sowas, das ist Feuerwerk. das ist Feuerwerk, wirklich Feuerwerk. Deswegen hatte ich auch eine Zeit lang, ich hatte ja eine Zeit lang vegan probiert gehabt, über fast 2 Monate, so wirklich so mal konstant. Aber ich dachte mir, nicht weil ich Veganer werden wollte, sondern ich wollte einfach nur gucken, wie mein Körper darauf reagiert. Ich sehe mich ja selber oft als eigene Studie und ich versuche so oft verschiedene Ernährungsformen und zu gucken, okay, das so irgendwie zum Beispiel wenn ich, nur weil ich jetzt euch sage, Vollkornreis würde bei mir persönlich jetzt nicht direkt vor dem Training funktionieren. Bei euch funktioniert super, macht. Nur weil eine Studie irgendwas sagt, heißt nicht, dass es bei euch dann genauso sein muss, weil ihr wart ja persönlich bei der Studie nicht dabei. Checkt ihr, was ich meine? Deswegen, deswegen sehe ich mich selber immer so als eigene Studie und versuche dann einfach so die Sachen, die ich dann lese, irgendwie bei mir anzuwenden und zu gucken, okay, funktioniert das bei mir, funktioniert das nicht? Und so baust du dann deine eigenen Bausteine zusammen, findest du deinen eigenen Weg, wie es am besten funktioniert. Also Softdrinks, ja, gehen auch schnell ins Blut. Ist natürlich jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt hier so einen Orangensaft nimmst oder so einen Apfelsaft, geht das natürlich schneller ins Blut, wie wenn du jetzt einen Apfel isst, weil es wieder noch verarbeiteter ist, was ich am Anfang gesagt habe. Habe ich auf der Reise auch sehr viel getrunken. Schnelle Kohlenhydrate, geht direkt ins Blut und der Magen muss da nichts verarbeiten. Auch die ganzen isotonischen Getränke, ich brauche jetzt die ganzen Marken nicht aufzählen, aber ihr könnt euch schon denken, was ich meine. Wird auch immer wieder, wenn ihr zum Beispiel mal einen Marathon läuft oder so, geben wir euch ja immer diese Getränke für einen bestimmten Grund, weil es halt direkt ins Blut geht. Eigentlich genauso wie halt diese ganzen Gels. Bei den Gels ist es halt meistens immer so, das ist halt immer so 50% Glucose, 50% Fructose. Ich habe mich zum Beispiel letztens gefragt, also Fructose braucht der Körper ein bisschen länger, bis es ins Blut geht. Glucose geht direkt rein, müsst ihr euch vorstellen. Dann habe ich mich gefragt, warum machen die in die Gels 50% Glucose und 50% Fructose rein? So, das könnte jetzt sehr nerdig werden, aber ich versuche das so einfach wie möglich zu erklären. Der Körper hat so 2 Türen, wo er durchlaufen kann. Die Kohlenhydrate haben so 2 Türen, wo sie durchlaufen können, dass die Energie reinkommt ins Haus. Der Körper kann aber pro Stunde nur eine bestimmte Grammanzahl an Glucose aufnehmen. Das sind so 60 Gramm ungefähr. Wenn du jetzt nur Glucose zu dir nimmst die ganze Zeit, versuchen so 20 Leute in die Tür reinzulaufen und irgendwann verstopft die Tür. Deswegen baut man auch immer noch Fructose mit ein, dass sich das so ein bisschen spaltet. Und dann kannst du zum Beispiel 50-50 kannst du dann bis zu 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen. Checkst du? Dann hast du so 2 Türen und es verteilt sich dann so ein bisschen mehr. Das sind alles Sachen, die ich gelernt habe über die Zeit, als ich mich auf die Challenge vorbereitet habe. Davor hatte ich auch keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Für mich war einfach nur Kohlenhydrat und gib ihm. Das ist gut zu wissen, sodass man ab und zu mal so, dann könnt ihr mal, wenn ihr in der Gruppe sitzt, mal sagen, nee, das ist so und so. Wenn du jetzt mal so zurück überlegst, so zur Challenge, würde ich sagen, war Essen ja auch einer der größten Challenges. 100%. Also Energieversorgung war eigentlich das größte Thema, weil es eigentlich permanent nur darum ging. Also Genau. dass du Meter machst, war klar. Ja. Aber eigentlich war das Wichtigste Zucker rein. Energie rein. Das Ding Elektrolyte rein. Genau. Das ist eigentlich wie eine Dampflok. Die fährt auf den Schienen und die fährt auch immer geradeaus, immer Genau. auf der Strecke. Aber wenn du keine Kohlen reinschmeißt, irgendwann bleibt sie stehen. Irgendwann bleibt sie stehen. Und du musst halt dann irgendwann, in der Sache mussten wir halt dann ein bisschen so die Waage finden von schnelle Sachen rein, aber natürlich auch irgendwie feste Nahrung, weil es halt so lange unterwegs war, weißt du? Du brauchst ja auch irgendwie also Ballaststoffe etc., um irgendwie ein bisschen den Magen-Darm-Trakt irgendwie aufrechtzuerhalten. Marmelade. Genau. Marmelade, auch ein super Kohlenhydratlieferant für mich. Ja, dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt noch ein bisschen mehr darauf achtet, ihr könnt zum Beispiel so mit 70% Fruchtgehalt oder so. Meistens ist es aber trotzdem viel Zucker drin, durch den Fruchtzucker, der da drin ist. Da würde ich einfach das nehmen, was euch am besten schmeckt, sage ich ehrlich. Aber hier klar, wenn ihr so mal Demeter-Qualität nimmt, sind wahrscheinlich noch ein paar andere gute Sachen mit drin, die ja zu Vorteil sind, aber man isst ja nicht das ganze Glas, weißt du, dann machst du dir 2 Toast damit. Ja doch, wir essen schon das ganze Glas. Wir essen schon das ganze Glas. Aber ich meine so für die Allgemeinheit, wisst ihr? Yeah. Aber wenn ihr mal so gerne so beim Sonntagsfrühstück seid, dann könnt ihr euch eigentlich auch schon so ein bisschen die... Wenn du eine Marmelade aussuchen dürftest. Also jetzt, du meinst jetzt von der Marke oder meinst du Nee, jetzt nicht Marke, sondern Erdbeer. Oder Himbeer, Erdbeer, ne? Erdbeer, ja. Ich weiß nicht warum, Erdbeer ist OG und Kirsche mag ich auch. Johannisbeere mag ich nicht so. Nee, das ist manchmal zu sauer so. Genau, das ist manchmal so sauer. Ich sag Erdbeer ist OG. Erdbeer ist OG. Und manchmal mag ich auch so dieses Wildbeeren-Mix.
Okay. Wildbeeren, so alles Mix so. Waldfrucht. Genau. Honig, auch Glucose, Fructose gemischt. Brauche ich nicht viel zu sagen, ja. Auch einer meiner Lieblingskohlenhydratquellen. Manchmal löffel ich es einfach, manchmal packe ich es auf mein Brot, manchmal mache ich es sogar auf Reis oder so. Also Honig ist manchmal aufs Fleisch drauf. Auf Wassermelone. Wassermelone, alles mögliche. Aufs Fleisch, was? Honig so ein bisschen aufs Fleisch oder auf Chicken Okay. drauf. Marinieren. Machst du doch auch. Achso, ja. Warum werde ich dich? Machst du doch auch. Ach so, ja. Achso, da war ja was. Ey, ich schwör's euch, das Video ist vogelwild. Ich hatte eigentlich ein Skript, aber ich bin so in Rage gekommen. Ich muss erstmal kurz meine Gedanken sortieren und dass ich nichts vergesse. Also jetzt sehen wir hier schon die Nudeln, wie das gleiche Prozedere. Da würde ich eigentlich auch gucken, einfach was ihr am besten verträgt. Das geht nichts. Mal kurz, schau mal kurz. Wenn ihr so 2-3 Stunden vor einer Belastung seid, greife ich immer gerne so auf Dinkel eher. Wie bei Haferflocken oder Vollkornreis und alles, was so Vollkorn, Quinoa-mäßig ist. Buchweizen, davor. Und wenn ihr so ein bisschen kurz vor der Einheit seid, so 90 Minuten oder so, dann würde ich eher immer so Hartweizen nehmen. Das vertrage ich so am besten. Wie es bei euch am besten funktioniert, könnt ihr dann selber austesten. Was funktioniert bei dir am besten, Paul? Auch einfach Nudeln rein. Also am besten, wenn ich weiß, ich habe nächsten Tag lange Einheit, so Ja? am Abend vorher so schön laden. Ja, meistens ist der Tag davor sogar wichtiger als die Mahlzeit, die ihr vor der Einheit isst. Weil es kommt dann eigentlich nicht schon in die Glykogenspeicher. Bis die Kohlenhydrate und so die Glykogenspeicher eingelagert werden, dauert ja auch nochmal bestimmte Zeit. So manche hauen sich zum Beispiel eine Stunde vorher so viel Nudeln rein, dann denken die, das ist drin, aber meistens hast du einfach nur einen vollen Bauch und musst dann kacken. Ja. Das ist wirklich so. Meistens sind dann die Tage davor immer so dieses Carb-Loading und so, das ist eigentlich immer davor erst. Wie lange hast du geloadet quasi vor der Challenge? Was haben wir gesagt? 2-3 Tage vorher, wa? Ja. Genau, 2-3 Tage vorher. Da musst du auch auf die Uhr gucken und jedes Mal Genau, regelmäßig. so alle 2 Stunden spätestens immer essen. Ob es ein Cornflakes waren, Reis, Nudeln, irgendwas. Irgendwas, was ich bekommen habe. Was die Wüste hergab, ne? Was die Wüste hergab. Auch Riesenfan. Salzstangen. Mag ich immer sehr gerne, einfach so nach dem Training zu snacken, weil ihr da noch ein bisschen Salz mit dran habt. So mäßig Elektrolyte. Habt relativ low fat, sehr viel Kohlenhydrat auf 100. 71 Gramm. Das ist ein geiler Snack, ja, so vom Fernseher oder was auch immer. Das ist eine geile Alternative. Feier ich sehr. Besser als Chips. Achso, sind Chips nicht auch Kohlenhydrate? Frittiert und Dings. Eine Sache, die man jetzt sagen kann, ich würde das gerne mal so in Kategorien einteilen, damit ihr ungefähr wisst, so wann ihr welche Kohlenhydrate ihr vielleicht verwenden wollt, zu welchem Zeitpunkt. Also es gibt einmal Ultra Fast Carbs, nenne ich das jetzt mal so. Das sind so Maltodextrin, Dextrose, so Fruchtsaft, solche Sachen. Oder halt so isotonische Getränke und Gummibärchen. Die würde ich immer so als wirklich so sehr schnell verfügbar und halt die Sportgels. Genau, dann würde ich sagen so Pre-Workout Carbs. Da könnt ihr natürlich auch die vorigen, diese Ultra-Carbs auch mit dazu zählen. Aber da würde ich halt sowas wie Reiswaffeln, Banane, Datteln, Instant Oats, also so, oder so Reismehl, Rice-Pudding, ihr wisst auch, was so ein bisschen gemahlen ist. Also ja, so Honig, Marmelade, solche Sachen. Mit Weißbrot, Toast, solche Sachen. Das ist so eigentlich so bei mir so Pre-Workout Carbs, die schnell ins System gehen und euch Energie geben. Und natürlich Cornflakes. Darf noch nicht fehlen. So, dann gibt es noch so die Healthy Daily Carbs. Da müsst ihr einfach gucken, wenn ihr manche davon auch einfach easy verträgt vorm Training, go for it. Ich muss die ganze Zeit gucken, weil die beiden stehen hinter und die gucken mich die ganze Zeit an. Also so, wenn ihr die Healthy Carbs, wenn ihr so die Healthy Daily Carbs haben wollt, da halt so Jasminreis, Vollkornreis, Haferflocken, Buchweizen, Quinoa, alles mögliche. So, dann könnt ihr einfach gucken, was ihr am besten davon verträgt vorm Training. Und Kartoffelpüree, Salzkartoffeln, Süßkartoffeln. Genau, das sind so die besten Kohlenhydratquellen meiner Meinung nach, so die man über den Tag verteilt essen sollte. Und wenn ihr davon welche vorm Training gut verträgt, kurz vorm Training, let's go. Natürlich auch so Sachen wie Brot, Sauerteigbrot, Dinkelbrot, Vollkornbrot, was auch immer. Auch riesen Fan von. Bruder, ich esse so viel Sauerteigbrot letzter Zeit, weißt du was? Geisteskrank. Schön mit Butter und so ein bisschen mit Salz. Super. So, dann haben wir, die sind schon ein bisschen langkettig, also dann würde ich noch sagen so Slow Carbs, wo der Magen einfach ein bisschen länger braucht. Da sind halt die ganzen Hülsenfrüchte mit drin. Linsen, Erbsen, Bohnen etc. Also für mich persönlich, die liegen schwerer am Magen. Die würde ich jetzt nicht direkt da, sonst furzt der ihn ab. Und die würde ich dann einfach, ja, Bruder, ist einfach so Real Talk. Und dann, die würde ich dann einfach so über den Tag verteilt einfach essen. Vielleicht zum Abendessen eher oder so. Nach der Einheit. Nach der Einheit.
Genau. Was geht, alles klar? Der Schluss war ein bisschen anders, als wir erwartet haben, weil gefühlt eine ganze Schule mitbekommen hat, wo wir aufnehmen. Deswegen mussten wir ein bisschen crashen. Aber ja, ich hoffe, dass wir alles sagen konnten, alle Themen durchgegangen sind. Es ist so viel Zeit vergangen, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt alles gemacht haben, aber ich hoffe, da sind trotzdem einige Tipps dabei gewesen. Ja, es wird wahrscheinlich nicht das letzte Einkaufsvideo gewesen sein. Von daher, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet ein oder anderes mitnehmen. Und ja, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wir würden uns sehr, sehr freuen. Und schreibt was Cooles in die Kommentare, was ihr vielleicht als nächstes sehen wollen würdet. Eventuell vielleicht als nächstes Fette. Das wäre so die letzte Sache, die man da noch bei den Makros durchgegangen hätte. Da haben wir eigentlich alles: Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis spätestens.